Der Butterfly Glazer könnte die Lücke zwischen Rosena und Tenergy schließen. In diesem Video zeigen wir euch, was der Glazer und der Glazer 09C am Tisch zaubern können. Mit knapp 45 € reiht sich der Glazer im mittleren Preissegment und damit deutlich unter der Tenergy und Dignics Serie ein. Das griffige Obergummi des normalen Glazer liegt auf einem grauen, mittelporigen, mittelharten Schwamm. Frisch aus der Packung kommt der Glazer so auf ein Gewicht von etwa 74 Gramm. Der Glazer 09C kommt mit einem auffälligen, griffigen, minimal klebrigen Obergummi daher, das optisch wohl eines der perfektesten sein dürfte, das wir jemals unter die Augen bekommen haben. Der graue, mittelporige Schwamm ist etwas härter ausgelegt als der des normalen Glazers, was sich auch so im Drucktest bestätigt. Ungeschnitten brachte unser Modell etwa 75 Gramm auf die Waage. Im Dots-Test zeigt sich der 09C erstaunlich langsam bzw. dämpfend, was wohl an der leicht klebrigen Oberfläche liegt. Erst bei stärkeren Schlagbewegungen kommt etwas Fahrt auf. Der Ballanschlag ist relativ direkt, die Geschwindigkeitsentwicklung eher linear. Auf der anderen Seite ist der normale Glazer spürbar schneller. In Sachen Spin-Entwicklung liegt beim Dots-Test aber eher der 09C vorne. Im Einkontern erreicht der Glazer ein mittleres Geschwindigkeitsniveau und spielt sich recht direkt und kompakt, insgesamt irgendwie unauffällig. Einen sonderlich ausgeprägten Katapulteffekt produziert der Belag eigentlich nicht. Generell lassen sich die Bälle dadurch sehr präzise steuern und dementsprechend kontrolliert platzieren. Der Glazer 09C kommt in dieser Disziplin, also im frontalen Spiel, nochmal eine Spur langsamer daher. Der ankommende Ball wird durch die leicht klebrige Oberfläche spürbar eingebremst und man muss schon deutlich arbeiten, damit er Tempo bekommt. Auffällig ist die lange Kontaktzeit, sodass man den Ball schön führen kann. Im Blockspiel am Tisch präsentieren sich beide Varianten mit einem soliden Ergebnis. Das Blocken ist aufgrund des niedrigen Katapulteffektes und einer eher niedrigen Spinanfälligkeit recht kontrolliert möglich. Der 09C bremst auch hier wieder deutlich ein und nimmt im passiven Block viel Tempo aus dem Ball. Unserer Meinung nach ist das Blockspiel also wirklich eine Stärke. Im tangentialen Topspin-Spiel braucht der Glazer einen ordentlichen Armzug, damit der Ball Fahrt aufnimmt. Das Spin-Niveau würden wir dabei im mittleren Bereich einordnen. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der Glazer sehr sicher in den Ball greift und diesen mitnimmt. Uns hat dabei vor allem gefallen, wie gleichbleibend die Qualität in den einzelnen Schlägen ist. Es lassen sich wiederholt gleichbleibend gute Topspin spielen und gut platzieren.
Der 09C legt in Sachen Spin zwar eine Schippe drauf, allerdings muss man auch hier ordentlich arbeiten. Generell liefern beide Versionen hier eine lineare Tempokurve ohne große Dynamik. Das passive Spiel am Tisch ist durch die fehlende Dynamik sehr kontrolliert. Schupfen und Ablegen gelingt somit recht unproblematisch. Beim 09C muss man bei zu passiver Schlägerhaltung fast aufpassen, dass die Bälle nicht zu langsam und damit zu kurz werden. In der Eröffnung profitiert der Glaser erneut vom sicheren Grip, sodass weiche Topspins recht sicher zu spielen sind und auch gute Spinwerte erreichen. Unserer Meinung nach ist der Glaser und auch der Glaser 09C hier durchaus kontrolloptimiert ausgelegt. Aus der Halbdistanz muss man allerdings voll gegen den Ball gehen. Auf Dauer ist der Krafteinsatz hier bei beiden Varianten wohl eher zu hoch. Auch wenn es hier auch wieder eine gute, stabile, gleichbleibende Ballflugkurve gibt, die eine präzise Platzierung mit sich bringt. Tja, unterm Strich ist es sicherlich nicht ganz so einfach, den Glaser und den Glaser 09C im Vergleich zum Tenergy und Dicnix einzuordnen. Generell liegen die beiden Gummis in Sachen Spin und Tempo wohl etwas unter diesen beiden Belagsreihen, bieten aber auf der anderen Seite sicherlich etwas mehr Kontrolle. Auffällig bei den Glaser-Belegen ist unserer Meinung nach, dass man richtig gut in die Bälle gehen und sie so sehr angenehm zurückführen kann. Wenn ihr eine eher lineare Geschwindigkeitsentwicklung ohne große Dynamik sowie ein kompaktes Spielgefühl bevorzugt, dann könnte Butterflies Neuentwicklung, sicherlich auch aufgrund des nicht ganz so hohen Preises, einen näheren Blick wert sein.